das ist kein Fußballfeld. Wunderschönen guten Abend. Steve Summerwhite, YouTube-Channel. Copacabana in der Nacht. Ja, schauen wir mal, was so abgeht. Da ist recht viel los. Und wie ihr seht, die Stromkosten spielen hier keine Rolle. Denn die Lichter sind an. Wir müssen uns beeilen. Auf geht's ins Getümmel. Schauen wir mal, was da so abgeht. Also ihr könnt hier auf jeden Fall nachts noch spielen. Welche Spiele, das kann sich jeder raussuchen. Aber es ist möglich, Volleyball, Fußball, Strand, alles auszunutzen. Also es ist unfassbar. Auf 7 Kilometer hast du hier diese komplette Flutlichtanlage, die das Ganze hier nochmal beleuchtet. Und ich bin selber geflasht. Es ist wirklich anders. Einfach mal wirken lassen. Und es gibt noch Leute, die ja tatsächlich baden, chillen, trinken, Fußball spielen, Volleyball spielen. Morgen ist Weihnachten hier und auch trotz dessen, dass hier Hochsaison jetzt ist, hast du, finde ich, relativ wenig Leute auf der Straße. Also wenn du Lust hast, schauen wir uns das mal an. Wir sind ein bisschen anders wie in Italien. Stände aufgebaut, die verkaufen jegliches Material. Nein, natürlich nur legale Dinge. Schauen wir es uns an, bevor ihr meine Fresse bloß seht. Können wir mal gucken. Ihr könnt hier übrigens auch solche E-Scooter mieten. Ist aber, finde ich, teuer. 300 für eine halbe Stunde. Kannst du machen, musst du nicht machen. Und du kannst halt dann bloß hier auch am Strand rumfahren. Das war ein bisschen schnell. Die guten Oasis, Wonderwall. Und alle. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
seht, da waren wir heute schon. Jesus Christ. Ich war heute auch wieder in der Nebenstraße bei mir. Essen, 3 Blocks hinterm Strand. Filet Mignon, also Rinderfilet mit Kartoffel und mit bisschen Gemüse. 79. Top. War super lecker, top Fleisch. Morgen muss ich mal schauen, wo es mir hintreibt. Ich habe noch keinen Plan. Und ja, sorry fürs Unterbrechen. Morgen müssen wir mal schauen, wo es mich hintreibt. Irgendwie, keine Ahnung, hat mich Maresias ein bisschen berührt, weil es ruhig, entspannt ist. Und ich weiß, ich habe die Fresse aufgerissen. Und ich habe noch gesagt, dass wir nach Blumenau gehen. Aber I make a video, sorry. Ja, war ein bisschen belästigend. Und sorry. Und das Blumenau schafft man immer. Das ärgert mich ein bisschen, das müssen wir das nächste Mal durchziehen, wenn wir mal hier sind. Weil es sind 1300 Kilometer von hier zu fahren. Und nachdem das Fahren hier sich etwas langwierig anfühlt, das heißt, brauchen wir 2 Tage, dann werde ich keine Chance haben, weil das zu knapp wird. Und ich will nicht nur Blumenau, sondern auch Pommerode anschauen. Ich denke, das wird wirklich das nächste Mal gemacht. Und ich glaube, mich zieht es nochmal Richtung Maresias runter. Vielleicht mache ich nochmal ein schönes Video für euch mit den Stränden. Und sagt mal, was haltet ihr hier von der Copacabana in der Nacht? Gefällt es euch? Kommentiert, liked, subscribed. Und wir werden, ja, auf jeden Fall, denke ich mal, noch ein Video machen wir noch. Wenn ihr was Schönes seht, das kriegen wir zusammen. Und dann kommt ein Video mit der großen Abrechnung, dass ihr mal seht, was habe ich alles ausgegeben. Wie viel Kohle ist jetzt für die ganze Nummer hier draufgegangen. Mit Mietwagen, mit Hotel, mit, was haben wir noch, Essen, Trinken und. Dass ihr einfach mal ein Gefühl bekommt. Also mein Bauchgefühl sagt mir, ich müsste so circa bei 3,5 sein. All in, mit allem. Aber wir werden es machen. Die Abrechnung, ihr seid dann live dabei. Und ich finde für 3,5 Wochen, 3.500, das ist völlig in Ordnung. Weil ihr habt jetzt auch gesehen, wo wir überall uns rumgetrieben haben, in welchen coolen Posadas, schönen Stränden. Und dafür finde ich das total in Ordnung. Und verzeiht mir ein bisschen, ich bin etwas müde. Das liegt einfach daran, dass ich wirklich jeden Tag um 5:30 Uhr, 5 Uhr aufwache, da ich ein Mensch bin, der gerne den Tag genießt, und dann irgendwann abends um 8, 9 fange ich an, massiv abzubauen, um müde einfach zu werden, denn ich brauche so meine 7, 8 Stunden Schlaf auch. Wie jeder andere. Und ja, ich bin zu alt auch zum Partyurlaub machen, muss ich ehrlich sagen. Weil die Geschichten sind vorbei, ich habe es mal echt krachen lassen, wie ich es ja schon mal gesagt habe. Ich glaube im ersten oder im zweiten Video. Und habe da ganz andere Bedürfnisse mittlerweile entdeckt. Das Bier trinken zum Beispiel und das Rauchen. Nee, das habe ich ja immer. Aber
Also hier, die ganzen Strandbars sind noch offen, überall Musik und ich finde es total relaxed. Und wie ihr seht, wir müssen halt einfach keinen Strom sparen. ¿Es verdad? Le dijo a mi amiga. No, es que pensaba que era tú. Ja, heute machen wir es mal kurz. Ich glaube, das reicht, um einfach mal einen Abschluss von Rio zu kriegen. Ich persönlich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Rio de Janeiro. Ich wurde sehr zum Positiven überrascht. Ich bin mit deutlich mehr negativen Vibes reingegangen. Bin von der Architektur, von der Sauberkeit, von der Struktur, von der Sicherheit, von der Stadt sehr positiv beeindruckt. Und ich muss wirklich sagen, wie immer, ich muss wirklich sagen, macht das wirklich auch. Fahrt hierher, fliegt hierher, ob Schiff, ob Flugzeug und lasst euch da mal treiben und genießt das hier. Ich glaube nicht, das ist mein abschließendes Wort, es war das letzte Mal, dass ich hier war. Schade, dass das mit der Favela hier nicht geklappt hat. Falls sich da morgen noch irgendwas aufreißt, kommt noch ein Video. Und wir gucken einfach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend mit den letzten Eindrücken und bedanke mich, dass ihr mit dabei seid. Ciao.